basic Hinayana approach, and now we start to look more at how the Mahayana take up the question of who we are. Gestern Abend haben wir den Hinayana-Zugang angeschaut und heute werden wir mehr die Frage aufgreifen, wie der Mahayana-Zugang zu der Frage, wer wir sind, aufgreift. This is not a theory. Das ist keine Theorie. It's not a tool that we use for thinking about things. Es ist auch kein Werkzeug, das wir dazu gebrauchen, über Dinge nachzudenken. But more, when we read this kind of text, we want to use it as a way of kind of adjusting ourselves so that we see more clearly. Sondern es ist eher so, dass wenn wir einen solchen Text wie den vorliegenden gebrauchen, wir ihn dazu benutzen, uns selbst mehr sozusagen in Stimmung, in Anpassung zu versetzen, die Dinge mehr klarer zu sehen. The language that used points very much in the direction of the visual sense. Und die hier gebrauchte Sprache weist sehr stark auf das Visuelle hin. We talk about the view, the meditation, the activity and the result. Wir sprechen in dem Zusammenhang von Sicht, Meditation, Aktivität und Resultat. And the view, or in Sanskrit, the drishti, is about the gaze. Und die Sicht, oder in Sanskrit Drishti, handelt eigentlich von dem Blick. And essentially it's about the question of what it is that mediates our gaze as it comes into the world. Und essentiell oder wesentlich handelt es von der Frage, was ist es denn, was sozusagen unseren Blick vermittelt, so wie er in die Welt kommt. Usually we are looking through our assumptions. Generell gesprochen schauen wir durch unsere eigenen Annahmen. But because our assumptions are so familiar to us, they feel to be part and parcel of who we are, they are functionally invisible to us in the moment of looking. Aber da unsere Annahmen so vertraut sind, so stark ein Teil und sozusagen etwas in uns eingebautes zu sein scheinen, dass wir sie im Moment des Schauens gar nicht bemerken. For example, when I was first having to use reading glasses, I felt they were a nuisance. Zum Beispiel, als ich das erste Mal dazu kam, Brillen benutzen zu müssen, fand ich, dass sie eigentlich ein ziemliches Ärgernis sind. But now if I look at the page without them, the page looks very unnatural. Wenn ich jetzt aber ohne sie auf die Seite schaue, dann sieht die Seite sehr unnatürlich aus. And my unnatural artificial glasses return the natural page to me. Und meine unnatürlichen künstlichen Gläser, Brillen, die scheinen dann die Seite sozusagen zur Natürlichkeit wieder zu verhelfen. So our glasses represent our conceptualization. Und die Brille steht hier für die Konzeptualisierung, für die Begrifflichung. And as we look through our concepts, the world seems to be just as it is. Und wenn wir durch unsere Konzepte schauen, dann scheint die Welt so zu sein, wie sie ist. But the task in the Dharma practice is to separate conception from perception. Aber die Aufgabe der Dharma-Praxis ist, die Konzeption von der Rezeption oder Perzeption oder Wahrnehmung zu trennen. Conception is not bad. Nicht, dass Konzeption schlecht wäre. It has a function. Es hat eine Funktion. But as with any function in the world, we should apply it when it's required and not when it's not required. Aber so wie mit jeder anderen Funktion in dieser Welt sollten wir sie dann anwenden, wenn sie erforderlich ist und nicht dann, wenn sie nicht erforderlich ist. It's about finding the right function Es geht hier also darum, die rechte Funktion zu finden for this particular situation. für die gegebene Situation. But if you become accustomed to a particular function, if you normalize it, then it starts to take on a life of its own and it perverts your sensibility. Und wenn man aber sozusagen sich an eine Funktion gewöhnt, wenn man sie zur Norm erhebt, dann dann fängt sie an, sozusagen jede Situation zu durchdringen und damit wird jede Situation eigentlich pervertiert und unsere Vernunft wird auf den Kopf gestellt.
So, the Heart Sutra is concerned with seeing clearly. Herzsutra ist also damit befasst, klar zu sehen. And it does this by highlighting the way in which many of the things that we take for granted are in fact falsifications. Und sie beleuchtet sozusagen viele Dinge, die wir für gegeben halten, in Form von Falsifikationen. They're not false in themselves, Sie sind ja nicht falsch an sich, they are illusory. aber sie sind illusorisch. But if you take an illusion to be real, then it becomes a falsification. Wenn man aber eine Illusion für real hält, dann wird sie zu Falsifikation. An illusion is neither true nor not true. Eine Illusion ist weder wahr noch nicht wahr. It's something which appears to be the case. Es ist etwas, was zu sein scheint. And if you know that it is mere appearance, Wissen wir aber, dass es lediglich eine Erscheinung ist, you can enjoy the revelation of it können wir die Offenbarung davon genießen, without trying to catch it. ohne den Versuch, sie zu ergreifen. Like we can enjoy a rainbow in the sky Wir können zum Beispiel einen Regenbogen am Himmel genießen, because there's nothing to do with it. denn es gibt nichts, was man damit tun müsste. You can't put the weight of your existence onto it. Wir können nicht das Gewicht unserer Existenz auf den Regenbogen legen. Our own heaviness makes us look for solid objects. Unsere eigene Schwere veranlasst uns, nach festen Objekten zu suchen. We feel sad, lonely, upset, and so we look for some reassurance. Wir fühlen uns traurig, einsam, enttäuscht und suchen nach irgendwelchen Objekten, die unsere Existenz bestätigen. As we know, children can shift very quickly from a state of ease to a state of disturbance. Wie wir wissen, können Kinder sehr schnell von einem Zustand des Wohlseins in eine Verstörtheit gelangen. Small children don't know how to soothe themselves. Und kleine Kinder wissen nicht, wie sie sich selbst trösten können. They need big people to provide the containment, the sweetness of voice, the rocking, the holding, and so on, to let them settle back into their own skin. Sie brauchen große Leute, um sie zu halten, um mit süßer Stimme sie zu beruhigen, um sie zu schaukeln und so weiter, damit sie sozusagen wieder in ihre eigene Haut zurückkehren können. As we grow up, we learn to soothe ourselves a bit more, but we're still usually quite eager to find other people who are reassuring, confirming of who we are. Während wir größer werden, lernen wir in der Regel schon etwas besser uns selbst trösten zu können, aber dennoch sind wir stets auf der Suche nach anderen Leuten, die uns bestätigen und rückversichern, sodass wir selbst wissen, wer wir sind. But as we looked yesterday, one of the three marks of conditioned existence is suffering. Wie wir gestern angeschaut haben, ist eines der Merkmale der bedingten Existenz das Leiden. And the reassurance that we can get in everyday life from friends and partners, lovers and so on, is both helpful and unhelpful. Und die Rückversicherung, die wir von anderen Menschen, von Freunden, von Liebhabern und so weiter bekommen können, ist beides hilfreich und nicht hilfreich. When we're upset and lonely and sad and so on, we don't want to stay in that state, and if we can find someone who can alleviate it, who can bring us back into an easier way of being, we're grateful. Wenn wir aufgebracht, traurig, allein, einsam sind, dann haben wir Sehnsucht danach, jemanden zu finden, der uns aus diesem Zustand herausheben kann, der ihn beheben kann und uns wieder in eine leichtere Stimmung bringen kann. Und wenn wir das bekommen können, sind wir dankbar. But from the point of view of Dharma, that's not necessarily helpful. Aber vom Standpunkt des Dharma aus ist das nicht notwendigerweise hilfreich. Because maybe we need to turn our gaze towards the suffering and to do a structural analysis of what constitutes it. How does it come into being? Denn vielleicht sollten wir unseren Blick tatsächlich dem Leiden direkt zuwenden und eine strukturelle Analyse durchführen, woraus eigentlich Leiden besteht und wie es in Sein tritt. What is the basis of my capacity to suffer? Was ist die Basis für meine Fähigkeit zu leiden?
who is the one who suffers? Und wer leidet? It is myself as a feeling subjectivity, Das bin ich als empfindende Subjektivität. but a feeling subjectivity not just in the fresh moment of a transient pain, but as one who develops a narrative about whether or not I should suffer. Aber nicht als eine empfindende Subjektivität, die gerade in dem frischen Moment verweilt, vielleicht auch den Schmerz zu empfinden, sondern als eine fühlende Subjektivität, die bereits ein Narrativ, eine Erzählung darüber gestrickt hat, warum ich eigentlich nicht leiden sollte. Loss and longing are at the root of a great deal of Western culture. Verlust und Sehnsucht ist sozusagen direkt an der Wurzel eines großen Teils der westlichen Kultur. It used to be that everybody was familiar with the Psalms of David. The Psalms in the Bible of King David. In der Vergangenheit waren alle mit den David-Psalmen in der Bibel vertraut. And these are built on the echoes of the earlier exile of the Jewish people to Iraq, to Babylon. Und die bauen auf den Echos der Erfahrungen der früheren jüdischen Diaspora in Irak und Babylon. Exile, loss, longing. Also dieses Exil, Verlust, Sehnsucht. And of course the longing gives the fantasy of the Holy Land. Und aus der Sehnsucht entspringt die Fantasie vom Heiligen Land. Always saying next year Jerusalem, next year Jerusalem. Das ist, wenn man dann jedes Jahr sagt, nächstes Jahr in Jerusalem. Then you get to Jerusalem and the bombs are going off. Dann kommt man nach Jerusalem und da gehen die Bomben in die Luft. So where will we go next year? Wo gehen wir dann nächstes Jahr hin? Maybe Disneyland is better. Vielleicht ist Disneyland besser. Because where is this happy land? Wo ist denn dieses glückliche Land? Like one of these Christian songs says, there is a happy land. In einem christlichen Lied, das eben sagt, es gibt da ein glückliches Land. But the second line is very important. It says, far, far away. Aber die zweite Zeile ist sehr wichtig, sehr, sehr weit entfernt. This is our longing that some good place we should find, and we go on pilgrimage to Mount Kailash or to Kashi Vishwanath or wherever, in the hope that some special place will give us the special medicine that will cure the heart. Es ist unsere Sehnsucht, die eben ein solches glückliches Land projiziert und uns möglicherweise auf Pilgerschaften zum Kailash oder zum Kashi Vishwanath oder wo auch immer der Platz ist, von dem wir uns versprechen, dass es unser Herz heilen wird. And this is the structure of duality. Das ist aber von der Struktur der Dualität. The subject looks to the object for its completion. Das Subjekt schaut nach dem Objekt für seine eigene Vervollständigung. Mommy, mommy, help me. Mama, Mama, hilf mir. This cry goes on all through life, where we identify different people in the house of the mama. Dieser Ausruf geht das ganze Leben hindurch, wo wir verschiedenste Leute sozusagen in diesem Haus der Mama identifizieren. For some people, mama becomes alcohol or cigarettes or heroin. Für manche Leute wird die Mama zu Alkohol oder zu Zigaretten oder zu Heroin. There is something there which is beneficial and will take away my pain. Es gibt jedenfalls irgendetwas da, was von Nutzen ist und meinen Schmerz beseitigen wird. But from the Dharma point of view, it is the very structure of duality itself which is the generator of the pain. Auch vom Standpunkt des Dharma her ist es genau die Struktur der Dualität selbst, die der Hervorbringer von Schmerz ist. So in looking to the other for rescue, we actually intensify the structure which generates the suffering. Indem wir also nach dem anderen suchen, um Rettung zu erhalten, intensivieren wir in Wirklichkeit die Struktur, die Schmerz erzeugt. So this is the nature of ignorance. It's a false understanding, a false conceptualization of what is giving rise to the difficulty. Es ist natürlich die Natur der Ignoranz, der Unwissenheit, dieses falsche Verstehen bezüglich dessen, was denn eigentlich überhaupt das Leiden hervorgebracht wird.
So in the Mahayana tradition, the Heart Sutra is very important. It's one of the foundational texts. In der Mahayana-Tradition ist dieses Herzsutra sehr wichtig und ist eines der grundlegendsten Texte. The difference between the Hinayana and the Mahayana is somewhat contested. Different people have different points of view. Natürlich, der Unterschied zwischen Mahayana und Hinayana wird durchaus debattiert und verschiedene Leute haben unterschiedliche Sichtweisen diesbezüglich. Hinayana means lesser vehicle, Mahayana means great vehicle. Hinayana bedeutet kleineres Vehikel und Mahayana bedeutet großes Vehikel. Some people would say the term Hinayana is pejorative and shouldn't be used. Manche Leute werden vielleicht sagen, der Begriff Hinayana ist herabsetzend und sollte nicht benutzt werden. But the difference points to a central turn where instead of thinking, what about me, how can I relieve my situation? Aber dieser Unterschied beleuchtet einen zentralen Punkt, an dem ich statt der Frage zu stellen, was ist mit mir, wie kann ich meine eigene Situation verbessern, We start to think, what can I do for other people? wir stattdessen beginnen zu denken, was kann ich für andere tun. That gives a great intention. Das gibt eine große Intention. And we probably know for ourselves, it's often difficult to be clear about what we want or what we need. Und wie wir sicherlich alle für uns selbst schon festgestellt haben, ist es oft schwierig, genau zu wissen, was wir möchten oder was wir brauchen. Having other people to think about gives a sense of purpose and direction. Und wenn wir andere Leute haben, über die wir auch denken können, dann gibt es schon eine gewisse Ausrichtung und ein Empfinden von Sinn. If you take the Bodhisattva vow and you say, in this and all my future lives I will work for the benefit of others, Wenn wir das Bodhisattva-Gelübde auf uns nehmen und sagen, in diesem und dem künftigen Leben werde ich für das Wohl anderer wirken, means you always have an intention, you always have an orientation. dann bedeutet dies, dass wir immer eine Intention und eine Orientierung haben. Whether you're walking along the street or sitting in the bath, you have something to do. Während wir auf der Straße laufen oder in einer Badewanne sitzen, wir haben immer was zu tun. The main task is to open the bubble of the self so it's big enough to contain all beings. Die Hauptaufgabe hier ist, diese Seifenblase des Selbst aufzumachen, sodass sie genug Platz für alle Wesen hat. To never forget others. Mit anderen Worten, niemals andere zu vergessen. What is sin? What is crime? Was ist aber Sünde? Was ist ein Verbrechen? Essentially, it is forgetfulness of others. Im Wesentlichen ist es eine Vergesslichkeit bezüglich anderer. If I steal your money, Wenn ich zum Beispiel euer Geld stehle, if I attack you, if I enslave you, wenn ich euch angreife oder euch versklave, I am forgetful of the integrity of your existence. dann bin ich vergesslich bezüglich der Integrität eurer Existenz. If I see your face, if I recall your existence, Wenn ich euer Gesicht sehe, wenn ich mich an eure Existenz erinnere, then what about you? dann kann ich mich fragen, was ist mit euch? So, what about you and what about me? They have to have some kind of dialogue. Das heißt, die Fragen, was ist mit euch und was ist mit mir, müssen einen gewissen Dialog miteinander eingehen. Is there a possibility of mutual benefit? Gibt es vielleicht die Möglichkeit eines gegenseitigen Nutzens? So if you do metta bhavana, meditation of loving kindness, you send out love in all directions, 360 degrees to all beings, including yourself. Wenn man zum Beispiel Metta Bhavana praktiziert, also die Meditation der Liebe, dann sendet man Liebe in alle Richtungen aus, 360 Grad, zu allen Wesen und natürlich sich selbst eingeschlossen. And in that way, with a great vision, one transcends the limitation of self-referential conceptualization. Und auf diese Weise mit einer größeren Vision transzendiert man die Selbstbezüglichkeit der eigenen Begrifflichkeiten. That is to say, I exist for the other. Dann ein Wort, man existiert für andere. What is it that I need? Was brauche ich? I need to know who I am. Ich muss wissen, wer ich bin. If I know who I am, then my energy can be for the other.
Wenn ich weiß, wer ich bin, kann meine Energie für andere verfügbar gemacht werden. If I don't know who I am, and I'm trying to create a sense of identity, Wenn ich aber nicht weiß, wer ich bin und ich nur versuche, ein Identitätsempfinden zu erzeugen, the busyness of that continuing activity will blind me to the actual situation of others. wird die Geschäftigkeit, die mit einer solchen fortgesetzten Aktivität verbunden ist, mich gegenüber den tatsächlichen Bedürfnissen anderer blind machen. This is why in the Tantric tradition they say the Dharmakaya is for yourself, and the Formkayas, the Rupakaya, which is the Sambhogakaya and the Nimanakaya, is for other people. Das ist der Grund, warum in der tantrischen Tradition gesagt wird, der Dharmakaya ist für dich selbst und die Formkayas, also die Rupakaya, Sambhogakaya, Nimanakaya sind für andere. Recognizing the infinite nature of the mind, its emptiness, its openness, the inseparability of Rigpa and the Dharma Dhatu, there is no need to have anything more, for there is no lack in that. Die eigene Natur zu erkennen, die eigene offene Natur zu erkennen, die Untrennbarkeit von Rigpa und Dharma Dhatu zu erkennen, ist an sich genug und es gibt keinerlei Mangel darin. Then, whatever is bubbling up, thoughts, feelings, perceptions, these are gestures into the world. Und was dann sozusagen, was immer an Blasen von Gedanken, Gefühlen und Empfindungen aufkommen, all das sind dann Gesten dem anderen gegenüber. That is to say, manifestation or compassion is connectivity. Mit anderen Worten, Manifestation oder Mitgefühl ist immer Verbundenheit. And therefore, how we manifest has to be concerned with connection. Daher muss die Art und Weise, wie wir uns manifestieren, immer betrachtet werden im Zusammenhang mit Verbindung. When we are self-concerned, the vibration which that sets up will be discordant with many of the vibrations of the world. Wenn wir sozusagen selbstbezüglich sind, dann wird die Schwingung, die das erstehen lässt, in Disharmonie mit den Schwingungen von vielen in unserer Umgebung sein. So, if we say me first, what's difficult or problematic with this is not that it's selfish. Wenn wir also sagen, ich gehe zuerst, ich bin der Wichtigste, ist nicht das Problematische daran ist nicht, dass das selbstisch ist, egoistisch ist. But the fact that not only is it depriving others of the benefit that we might give, Und nicht nur, dass es die anderen von den Nutzen entzieht, die es geben könnte, but that it hides ourselves from ourselves. sondern es verbirgt uns selbst vor uns selbst. It's very interesting if you know people who have just become a mother for the first time. Es ist sehr interessant, wenn man Leute kennt, also Frauen kennt, die gerade zum ersten Mal Mutter geworden sind. They're almost hallucinating from lack of sleep, Sie sind fast immer am Halluzinieren von Schlafmangel, but they are in another world. aber sie sind in einer anderen Welt. They have this primary maternal fixation on the child, Sie haben diese primäre mütterliche Fixierung auf das Kind and they transcend their limit. und sie können damit ihre eigenen Begrenzungen überschreiten. They find themselves stepping beyond who they thought they were. Sie finden, dass sie über die Grenzen dessen, wovon sie glaubten zu sein, überschreiten können. Because their world is decentered and recentered in the baby. Denn ihre Welt ist sozusagen dezentralisiert und neu zentriert in das Baby. And that decentering allows the awakening of the potential. Und dieses Dezentralisieren erlaubt dem Potenzial aufzuwachen. And this is an example we can use for thinking that if you have all sentient beings as the center of your world, Das ist ein Beispiel dafür, wenn wir darüber nachdenken wollen, dass wenn wir alle fühlenden Wesen als das Zentrum der Welt nehmen, then the question is, what do they need? dann stellt sich die Frage, was brauchen die? Which then raises the question, how will I be? Und dann stellt sich natürlich dann die Frage, wie werde ich sein? How will I show myself? Wie werde ich mich zeigen? And then you open to your potential and you see that you can be otherwise than who you thought you were.
Und wenn man sich dann zu seinem eigenen Potenzial öffnet, dann stellt man fest, dass man anders sein kann, als man gedacht hat, dass man es sein kann. That again, in a paradoxical way, the limit of your existence was your own self-knowledge. Und in einer paradoxen Weise ist sozusagen die Grenze unserer Existenz genau unser Wissen über uns selbst. And when you're called upon to step beyond that, you find there is so much more to you than you thought. Und wenn man sozusagen herbeigerufen wird, darüber hinaus zu schreiten, dann stellt man fest, dass an uns so viel mehr ist, als man gedacht hat. And this is because the ego is a constellation, a gathering together of a limited number of factors. Und das liegt daran, dass das Ego eine Konstellation, eine Versammlung von einer begrenzten Stückzahl von Faktoren ist. These factors are a small percentage, a small proportion of our total potential. Und diese Faktoren sind lediglich ein kleiner Prozentsatz, ein kleiner Teil aller Faktoren unseres Potenzials. But as long as they're being confirmed again and again by a habitual enactment of them, we have no need and no capacity to look at the rest. Aber solange sie immer wieder wiederholt und bestätigt werden durch unser In-Szene-Setzen von diesen wenigen Faktoren, haben wir natürlich weder den Blick noch die Kapazität dazu, die anderen überhaupt zu sehen und zu gebrauchen. So it's about the displacement of the centrality of knowledge. Es geht hier also darum, sozusagen die zentrale Stellung des Wissens aus ihrer Mittelstellung zu verschieben. Self-knowledge is a terrible thing. Über sich selbst Bescheid zu wissen, ist eine furchtbare Sache. That's maybe a strange sort of thing to say. Vielleicht klingt das etwas seltsam, das zu sagen. But it takes us back to this kind of solipsistic turn. I know what I like and I like what I know. Aber das bringt uns auf diese solipsistische Idee von, wenn wir sagen, ich weiß, was ich mag und mag, was ich weiß. And so our world becomes small. Auf diese Weise wird unsere Welt klein. We have to act beyond knowledge. Wir müssen über das Wissen hinaus handeln. And this is where knowledge as a conceptual basis can be dissolved back into its ground, which is a presence, an aliveness, an alertness, an awareness, which is without prefigured shape. Und das ist der Punkt, an dem Wissen als konzeptuelle Basis zurück aufgelöst werden kann in ihre Basis des Grundes, in dem man einfach lebendig, wach, aufmerksam und bewusst ist. Even when we don't feel distracted, we are preoccupied. Selbst dann, wenn wir nicht uns wirklich abgelenkt fühlen, sind wir in gewisser Weise beschäftigt oder vorbesetzt. The space of the potential of our being is already filled with memories, assumptions about who we are, likes and dislikes and so on. Der Raum unseres Seins ist bereits angefüllt mit unseren eigenen Erinnerungen, Vorstellungen darüber, wer wir sind, unseren Vorlieben und Abneigungen. And this preoccupation with what is already there creates a foreclosure. We can't think of something new. Und diese Beschäftigung, dieses Vorbesetztsein mit dem, was bereits da ist, erschafft einen Abschluss und es ist uns nicht möglich, überhaupt an etwas Neues zu denken. So I've just been setting out the kind of problematic area which the Heart Sutra addresses. Was ich hier gemacht habe, ist sozusagen einfach die problematischen Bereiche abzustecken, die die Herzsutra adressiert. So it's quite a short text, we can go through it. Ein ziemlich kurzer Text, wir können mal den durchgehen. The sutra, as it starts asserting its origin in India, it says in the language of India, Bhagavati Prajaparamita Hridaya. Das Sutra beginnt damit zu sagen, dass sein Ursprung in Indien liegt und in der Sprache Indiens es Bhagavati Prajnaparamita Hridaya heißt. And gives the title in the language of Tibet, Chomdendema Sheraki Paratu Chinbe Ningpo. Und dann gibt es hier auch den tibetischen Titel. And it says it forms just one bundle of paper, because at that time the books were composed
of separate sheets that would be tied together. Dann heißt es, es ist nur in einem Papierstapel, weil diese Zeit eben Bücher aus separaten Blättern bestanden, die zusammen gebündelt waren, oder Stapel gebündelt waren. The title is quite difficult to translate, but you could say it's the heart of perfect, liberating, transcendental, wise discerning. Der Titel ist schwer zu übersetzen, aber man könnte sagen, das ist das Herz der vollkommenen, befreienden, transzendenten, weisen Unterscheidung. We could talk of wisdom, but wisdom implies a kind of state. Wir können natürlich von Weisheit sprechen, aber Weisheit impliziert hier so irgendeine Art von Zustand. And there is no state that we need to get to. Aber es gibt keinen Zustand, zu dem wir gelangen müssten. Actually, we want to become stateless. Eigentlich wollen wir zustandslos werden. Because wise discerning is an ongoing presencing. Dieses weise Unterscheiden ist ein fortgesetztes sich vergegenwärtigen. It's not anything at all, and yet it's always manifesting. Es ist nichts an sich und doch manifestiert sich es stets. Discerning means seeing clearly, seeing precisely, seeing things as they are. Unterscheiden heißt hier klar sehen, präzise sehen, die Dinge so zu sehen, wie sie sind. It's transcendental because it goes beyond resting within the reificatory, objectifying categories of ordinary dualistic knowledge. Es ist transzendent, weil sie jenseits von dem gewöhnlichen, verdinglichen Operieren dualistischen Wissens hinausgelangt. Excuse me, I have to say something here. Okay. Im Titel fehlt das Weise, die transzendente weise Unterscheidung, bitte notieren, Druckfehler. Ganz in der zweiten Zeile, bevor ich es vergesse. Das hat er schon beschrieben. Vollkommen befreit, transzendente weisen Unterscheidung. Sorry. It's fine. So in English, people talk about a growing body of knowledge. In der englischen Sprache spricht man von einem wachsenden Körper des Wissens. That one has already achieved a certain volume of knowledge, and you add onto it. There's a growing edge. So it's a kind of expanding phenomenon. Manchmal sagt man auch Korpus dazu. Es ist so das Bild, dass man bereits sozusagen einen soliden Klotz an Wissen hat und an den Ecken noch weiter erweitert. Es kommt immer noch was dazu. And then we build on the knowledge of the past. Und wir bauen auf dem Wissen der Vergangenheit auf. And if you go to university, you get entrained into this terrible way of having to write an essay with 20 references on every page. Und wenn man an die Uni geht und studiert, dann wird man darin geübt, diese furchtbaren Essays zu schreiben, Aufsätze zu schreiben, wo man auf jeder Seite mindestens 20 Quellen angeben muss. So that you demonstrate that you know what this person said and that person said, and you enter into this ongoing conversation. So dass man unter Beweis stellt, dass man weiß, was jener und dieser zu der Frage gesagt hat, und man sozusagen ein Teil dieses fortgesetzten Dialogs ist. That is to say, you fill your pot with old food and then you put some fresh currants on the top. Und dann man füllt seinen Topf mit alter Nahrung, mit altem Essen, und dann macht man so ein bisschen frisches Zeug drauf. Transcendental means the exact opposite of that. Und das Transzendentale hier oder Transzendente hier bedeutet hier genau das Gegenteil. It means to enter into the state of freshness. Es bedeutet, in einen Zustand der Frische einzutreten. Impermanence means every moment is new. Und Vergänglichkeit, Unbeständigkeit bedeutet, dass jeder Moment neu ist. Each moment is the possibility of a new beginning. Und jeder Moment ist die Möglichkeit eines neuen Beginns. A beginning in which you can act according to the circumstances. Eines Beginns, in dem man wiederum handeln kann, entsprechend der Umstände. That doesn't mean the expectations of others or what you've been programmed to do, but it means to be in touch with the actual phenomenological field and be part of it, engage with it, participate in it. Und das bedeutet nicht, die Erwartung von anderen zu erfüllen oder das Programm
abzuspulen, dass man für die Situation sich vorher schon überlegt hat, sondern wirklich gegenwärtig zu sein in dem tatsächlichen phänomenologischen Feld dessen, was sich ereignet, zu sein, Teil davon zu sein, teilnehmend zu sein und engagiert in diesem Feld zu sein. Means a free action. Und das bedeutet freies Handeln. How often in our life do we have a free action? Wie oft haben wir in unserem Leben freies Handeln? We're usually entrained into fantasies about how other people will behave if we behave in this way. Normalerweise verwickeln wir uns in Vorstellungen, Fantasien darüber, wie andere Leute sich verhalten werden, wenn wir uns auf eine bestimmte Weise verhalten werden. We are bound into the social contract like a bonded laborer. Wir sind in den Sozialkontrakt eingebunden wie ein Leibeigner. I was reading yesterday that Hannah Arendt had said that freedom is the capacity to act directly. Gestern habe ich gerade gelesen, dass Hannah Arendt schrieb, dass Freiheit bedeutet, unmittelbar zu handeln. And that's a very important idea. Das ist eine sehr wichtige Idee. Of course, it doesn't mean forgetting what other people are like and just doing what you want in an egocentric way. Das bedeutet natürlich nicht das Vergessen dessen, wie andere sind und einfach in einer egozentrischen Weise zu tun, was man gerade will. The dissolving of duality doesn't mean that you go into a private sphere. Das Auflösen der Dualität bedeutet nicht, dass man in eine Privatsphäre abtaucht, But rather, the boundary between self and object is dissolved so that your participation is for the common weal, the common benefit. so, es ist eher so, dass die Grenze zwischen Selbst und anderem aufgelöst wird, sodass unsere eigene Teilnahme sozusagen dem Gemeinwohl, dem Nutzen für alle dient. So transcendental is not acting out of assumption, out of history, out of cultural expectation. Und transzendent bedeutet hier nicht handeln aufgrund von Annahmen, von kulturellen Vorprägungen, von was auch immer die Erwartungen sind. But directly, immediately, spontaneously, as part of the unfolding field. Sondern es ist ein Handeln, das unmittelbar, direkt, spontan ist, als ein Teil des Gesamtfeldes. So then the text says, Dasayarha, at one time Bhagavan, meaning Buddha Shakyamuni, was staying at the Vulture Peak Hill at Rajagriha together with a great assembly of the Sangha of ordained monks and bodhisattvas. Dann heißt es hier, so habe ich vernommen, einst weilte Bhagavan, also Buddha Shakyamuni, am Gaia-Werk in Rajagriha zusammen mit einer großen Versammlung des Sangha, der ordinierten Mönche und der Bodhisattvas. The ordained monks represent the Theravada or Hinayana tradition, the bodhisattvas represent the Mahayana, and they are sitting peacefully together. Die ordinierten Mönche repräsentieren hier die Theravada oder Hinayana-Tradition und die Bodhisattvas repräsentieren die Mahayana-Tradition und sie sitzen friedlich zusammen. Catholics and Protestants together, Sunni and Shia together. Katholiken und Protestanten zusammen oder Sunniten und Schiiten zusammen, friedlich. So already we know the text is quite hopeful. Wir wissen also hier an dieser Stelle schon, dass der Text hoffnungsvoll ist. At that time, Bhagavan was resting evenly in the absorbed contemplation known as profound illumination, which discerns the nature of phenomena. Zu dieser Zeit ruhte Bhagavan ausgeglichen in der vertieften Kontemplation, die als profunde Illumination bekannt ist, welche die Natur der Phänomene wahrnimmt. So the Buddha is resting very at ease in his practice, which shows very clearly how things are. Also der Buddha ruht hier sehr entspannt, sehr gelassen in dieser Praxis, die zeigt, wie die Dinge sind. He's open and available. Er ist offen und verfügbar. And at the same time, the great Bodhisattva, the Arya Avalokiteshvara, was clearly observing within the profound practice of transcendental wise discerning. Der große Bodhisattva Avalokiteshvara weilte zu dieser Zeit klar beobachtend in der tiefgründigen Praxis der transzendenten weisen Unterscheidung. And through this he truly saw the natural emptiness of the five factors of composition.
Hierdurch sah er klar die natürliche Leerheit der 5 Faktoren der Zusammengesetztheit. These are the familiar 5 skandhas. Das sind die vertrauten 5 Skandhas. Form, Form, feeling, Gefühl, perception, Wahrnehmung, construction, conceptualization, Konstruktion oder Verbegrifflichung and consciousness. und Bewusstsein. In the Hinayana tradition, these are seen as the 5 basic building blocks which give rise to all our experience. In der Hinayana-Tradition werden diese 5 als die grundlegenden Bausteine betrachtet, die jegliche unsere Erfahrung begründen. They were seen to be irreducible. Und sie selbst werden als irreduzierbar betrachtet. And that any experience you had in the world could be analyzed in terms of the patterning of these 5 constituents. Und dass jede Erfahrung, die man in der Welt haben könnte, analysiert werden kann, zurück auf diese spezielle Musterbildung dieser 5 grundlegenden Konstituenten. But now Avalokiteshvara in his meditation is seeing the emptiness of these 5 components. Aber nun sieht Avalokiteshvara in seiner Kontemplation die Leerheit dieser 5 Komponenten. That in fact there is no substance to them at all. Dass in der Tat sie keinerlei Substanz aufweisen. They manifest, they are functions and shapes, Sie manifestieren sich, sie sind Funktionen und Gestalten, but without inherent self-nature. haben aber keine innewohnende Eigennatur. That is to say, they don't constitute things, but they are patterns which generate other patterns which can be taken to be entities. Dann in Worten, sie selbst stellen oder konstituieren keine Dinge, aber sie sind Muster, die zu anderen Mustern zusammengesetzt werden können, die dann in ihrer Funktion als Entitäten, als Dinge aufgefasst werden können. This is the first very radical statement in the text, because it says everything rests on nothing. Und das ist schon die erste sehr radikale Feststellung dieses Texts, nämlich indem der Text sagt, alles ruht auf nichts. Everything is nothing, Alles ist nichts, not in a nihilistic annihilation, aber nicht in einer nihilistischen Verneinung, but in a playful sense, sondern in einem spielerischen Sinn. just as the rainbow is nothing. In der gleichen Weise wie ein Regenbogen nichts ist. There is a showing which is impactful, which has us moving this way and that way. Es gibt da eine Schau und die ist wirkungsvoll und lässt die Dinge sich in die eine oder die andere Richtung bewegen. But the arising of that pattern on the object side, which gives rise to this response on the subject side, Aber das Aufkommen dieses Musters auf der Objektseite, die dann wiederum eine Reaktion auf der Subjektseite hervorruft, it's devoid of substance. There is no substance in the object or the subject. ist vollkommen frei von Substanz. Es gibt weder auf der Objekt- noch auf der Subjektseite irgendetwas Substanzielles. Almost as if you could dye the wind in different colors and the winds move together and create new patterns of coloration. Fast so, als könnte man die Windströmung sozusagen einzeln färben und dann würden die durcheinander wirbeln und ständig neue Muster bilden. The wind is impactful, Der Wind hat eine Wirkung changing shape, und verändert die Gestalt but uncatchable. und doch kann man ihn nicht greifen. So, this is what the lucky Avalokiteshvara is enjoying. Das ist das, was also der glückliche Avalokiteshvara gerade genießt. Then, through the power of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke as follows to the Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Und dann heißt es, aufgrund der Macht des Buddha sprach dann der ehrwürdige Shariputra den Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara wie folgt an. Bodhisattva Mahasattva Arya, these are titles which all mean top of the class. Und Bodhisattva, Mahasattva, Arya sind alles Titel, die nichts anderes bedeuten, sondern wie sozusagen höchste Klasse. So he is the head boy of the school. Er ist sozusagen der Musterschüler der Schule. So you should listen to what he says. Also sollte man auch zuhören, was er sagt. And the Buddha, he's already taken early retirement. Und der Buddha selbst hat sozusagen sich schon früh verrenten lassen. He just sits there and sets the whole show in motion. Er sitzt einfach nur noch da und lässt die ganze Show funktionieren. So Shariputra is giving voice to the intention of the Buddha.
Mit anderen Worten, Shariputra verleiht der Intention des Buddha eine Stimme. Which is another way of saying the question which Shariputra is about to ask is very important and valid. Was im Grunde ausdrückt, dass die Frage, die der Shariputra gerade dabei ist zu stellen, sehr wichtig und gültig ist. So, this is like the chance for us little children to listen in when the parents are having a conversation. Das ist sozusagen, steht dafür, dass das für uns kleine Kinder mal eine Chance ist, was zu lernen, wenn wir der Unterhaltung unserer Eltern mal ein bisschen zuhören und lauschen. So we hide very quietly behind the sofa. Wir verbergen uns also still hinter dem Sofa und machen große Ohren. So Shariputra says, in what manner should they train those of good family who wish to follow the profound practice of transcendental wise discerning? Auf welche Weise sollten sich jene, die der guten Familie angehören und den Wunsch hegen, der tiefgründigen Praxis der transzendenten weisen Unterscheidung zu folgen, üben? So sprach er. Of a good family means of the middle classes. Gute Familie heißt Mittelklasse. Once again, the bourgeoisie are being privileged. Wieder schon wird die Bourgeoisie hier privilegiert. Because the general idea is if you are from a royal family, you are too bossy and controlling. Denn die Idee ist, wenn man von der königlichen Familie abstammt, dann ist man zu beherrschend und kontrollierend. And if you're from the bottom of the pile, you don't have enough education and you're probably full of irritation and envy. Und wenn man von unten herkommt, dann hat man wahrscheinlich nicht genug Erziehung genossen und ist außerdem voller Ärger und Neid. And despite a government policy, equal opportunity in education doesn't mean equal outcome. Trotz Regierungspolitik hat die Parole von gleichen Bildungschancen nicht notwendigerweise die Folge auch eines gleichen Ergebnisses. Democracy is like the idea of the rainbow nation. Demokratie ist wie die Idee einer Regenbogennation. All human differences spread out Alle menschlichen Unterschiede ausgebreitet on a horizontal plane where we can be fascinated. Oh, do you do that? How interesting. auf einer horizontalen Ebene, sodass wir sie alle anschauen und interessiert sein können und sagen, ah, du machst das, interessant. Unfortunately, of course, there is a vertical axis in which some people have more qualities than others. Unglücklicherweise gibt es ja aber auch eine vertikale Achse, auf der manche Leute mehr Qualitäten haben als andere. Some people are stronger than others, Manche sind stärker als andere, more intelligent, healthier, and so on. intelligenter, gesünder und so weiter. Life is not fair. Leben ist einfach nicht fair. People arrive in this world according to the tradition on the basis of their karma. Leute kommen in diese Welt an, gemäß der Tradition auf der Grundlage ihres Karmas. And so, in order to enter into the Dharma, you have to be ripe. Und um in den Dharma einzutreten, muss man reif sein. It's not an injection or a gift that can be just handed out. Es ist nicht wie eine Spritze oder wie ein Geschenk, das man einfach geben kann. But there has to be a fit, Es muss eine Passung geben. that one has a capacity to do this. Man muss die Befähigung haben, es auch zu tun. Some people have perfect pitch. Manche Leute haben zum Beispiel absolutes Gehör. They can hear some piece of music and they start to write the notation of it because they exactly understand what is unfolding. Und sie hören vielleicht ein Stück Musik und dann sofort aufschreiben, was da passiert, weil sie es einfach, während es sich entfaltet, genau hören, was passiert. Other people like me are pretty much tone deaf. Andere Leute wie ich zum Beispiel sind eher tontaub. And I can see that people get into music in a way that I don't get. Und ich kann sehen, dass Leute in Musik vertieft werden in einer Art und Weise, wie ich nicht sein kann. Doors open for them, I can't go through. Es öffnen sich für die Leute Türen, durch die ich nicht hindurch kann. Sometimes I go to the ballet with a friend who was once a ballerina. Manchmal besuche ich ein Ballett mit einer Freundin, die mal einst Ballerina war. I see the people moving around and it looks quite nice, and sometimes I'm checking out some particularly interesting body. Ich sehe da die Leute, die sich da bewegen, und manchmal sieht das wirklich sehr schön aus und manchmal geht meine Aufmerksamkeit auf einen besonders interessanten Körper.
But after the show, my friend is telling me all these details about what the dancers were doing. Und nach der Show erzählt mir meine Freundin dann all die Details, was die Leute eigentlich getan haben. It was there in front of my nose, Und das war da direkt vor meiner Nase, but I didn't see it. aber ich habe es nicht gesehen. I didn't have that developed sensibility. Ich habe nicht diese entwickelte Empfindsamkeit. And my kinesthetic awareness is not nearly as developed as hers. Und mein kinesthetisches Bewusstsein ist nicht auch nur nahe dran so entwickelt wie ihres. So she can feel in her body the movements that they are making and feel directly whether they are off or not. So dass sie mit ihrem Körper direkt die Bewegung der anderen fühlen kann und auch direkt fühlen kann, ob sie sozusagen auf dem Punkt sind oder nicht. So this is one of the very important things, that we have to be honest in our audit about ourselves. Because there are many Dharma doors. Und das ist sehr wichtig, dass wir sozusagen auch in Bezug auf uns selbst sehr ehrlich sein müssen, denn es gibt sehr viele Dharma-Türen. And the more you understand your own profile, the more you can work out what sort of Dharma door is going to work for you. Und je besser man das eigene Profil versteht, desto leichter kann man herausfinden, welche Dharma-Tür für uns funktionieren wird. Although we may say all the paths of Dharma are valid, Gleich wir sagen können, dass alle Pfade des Dharma gültig sind, that's true for someone somewhere. das ist sicherlich wahr für irgendjemanden irgendwo, But for us, what is valid? aber was ist für uns gültig? That involves knowing ourselves Und das beinhaltet, sich selbst zu kennen and starting to mobilize our capacity in the best possible direction. und auch damit zu beginnen, unsere Befähigung in der bestmöglichen, bestnützlichsten Richtung zu mobilisieren. Everybody has strengths and weaknesses. Wir alle haben Stärken und Schwächen. No point to worry about what other people have and that they can do more than us. The main thing is to stay close to one's own evolving profile and make use of it as a method of opening. Es bringt nichts, sich darüber Sorgen zu machen, was alle anderen vielleicht können und Tolles tun. Es ist wichtig, sozusagen bei dem eigenen, sich weiterentwickelnden Profil zu bleiben und einen bestmöglichen Nutzen daraus zu schöpfen. So, if we want to find out if we are of a good family, we have to find out what family we are in. Wenn wir also herausfinden wollen, ob wir in der guten Familie sind, müssen wir herausfinden, in welche Familie wir eigentlich sind. Dharma teachings were organized at a certain time in India according to the caste system. Die Dharma-Lehren wurden in dieser Zeit in Indien damals gemäß dem Kastensystem organisiert. To the Gotra. And Gotra is like the basic caste structure. Also gemäß dem Gotra, der grundlegenden Kastenstruktur. So in the Tantric system we talk about the 100 peaceful and wrathful deities. Zum Beispiel im tantrischen System sprechen wir von den 100 friedlichen und zornigen Gottheiten. It's also referred to as Rig, as family. Und auch diese werden als Rig, als Familie bezeichnet. And we have Rignasanji, the Buddhas of the five families, which are the families of the five wisdoms, which are the purification of the five poisons. Und dann haben wir die Familie der 5 Buddha-Familien, Rigna Sanje, die 5 Familien Buddhas der verschiedenen 5 Geistesgifte sind, die zu 5 Weisheiten transzendiert werden oder gereinigt werden. So if you know your own profile, your anger, your jealousy, your pride and so on, you start to get a sense of what these meditation practices mean for you. Und wenn wir unser eigenes Profil kennen, wenn wir unseren eigenen Zorn, unseren Stolz, die verschiedenen Geistesgifte in uns kennen, dann beginnen wir zu verstehen, was die verschiedenen Meditationspraktiken für uns bedeuten können. Because your shaping is both a limit and a potential. Denn unsere Formung ist zugleich unsere Grenze und unser Potenzial. The five poisons are transformed or show themselves to be actually the five wisdoms. Und die 5 Geistesgifte werden transformiert oder tatsächlich gezeigt als die tatsächlichen 5 Weisheiten. So what makes us of a good family is our ability to inhabit the family we're in and not to pretend that we belong in another family. Was uns also zu einem Mitglied einer guten Familie machen, ist unsere Fähigkeit, wirklich in der Familie zu wohnen, zu der wir gehören und nicht vorzugeben, einer anderen Familie zu gehören.
Because if you want to understand emptiness, the most important thing is to understand the emptiness of yourself. Denn wenn wir Leerheit verstehen wollen, dann ist das Wichtigste, was wir zu tun haben, ist die Leerheit von uns selbst zu verstehen. So if you are actually quite envious, but you deny the fact that you're envious, you will not be able to see the emptiness of the factor constitutive of yourself, which you deny. Und wenn wir zum Beispiel sehr neidvoll sind, es aber ständig verleugnen, von Neid geplagt zu sein, dann werden wir nicht in der Lage sein, die Leerheit dieses grundlegenden Faktors zu erkennen, der sozusagen uns konstituiert, aber den wir ständig verneinen. So it is the honesty of seeing clearly which brings us into being in the family, which is good, which is open to the practice. Das heißt, es ist die Selbstehrlichkeit, klar zu sehen, die uns befähigt, in eine Familie zu gehören, die gut ist, die also sozusagen für die Praxis geeignet ist. So, Shariputra forms the question, and then Avalokiteshvara makes this reply. He says, Shariputra, whichever of those sons or daughters of a good family wish to follow the profound practice of a transcendental wise discerning, should look thoroughly in the manner I will describe, and thus clearly see that the 5 factors of composition are intrinsically empty of inherent self-nature. Der Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara antwortete dem ehrwürdigen Shariputra wie folgt. Shariputra, wer immer von den Söhnen oder Töchtern der guten Familie den Wunsch hegt, der tiefgründigen Praxis der transzendenten Weisenunterscheidung zu folgen, sollte gründlich in der Weise schauen, die ich beschreiben werde, und so klar sehen, dass die 5 Faktoren der Zusammengesetztheit, die Skandhas, intrinsisch leer von einer innewohnenden Eigennatur sind. This seeing directly into the emptiness of the 5 skandhas, of the 5 basic ingredients, this is not adding an analysis on top of something, it's not an interpretation. Dieses direkte Sehen der innewohnenden Leerheit des Skandhas ist nicht eine Interpretation oder eine Analyse, die sozusagen der Wirklichkeit von oben noch übergestülpt wird. It's seeing through the veils of interpretation. Sondern es ist ein Hindurchsehen durch die Schleier der Interpretation. It's not a better idea about the world. Es ist keine bessere Idee über die Welt, but it's a description of how the world can be revealed as it is if we stop interpreting. Sondern es ist eine Beschreibung, wie die Welt sich enthüllen kann, so wie sie ist, wenn wir damit aufhören zu interpretieren. So already the text is pointing in the direction that from the very beginning everything is good. Und jetzt schon an dieser Stelle weist der Text auf die Richtung hin, dass von allem Anfang an alles gut ist. Everything is pure, the natural purity of emptiness. Alles ist rein, das ist die natürliche Reinheit der Leerheit. This purity is hidden from us by our own creativity. Und diese Reinheit ist vor uns verborgen durch unsere eigene Kreativität. Which is the excess which operates in relation to our lack. Und das ist sozusagen der Überschuss, der in Beziehung zu unserem Mangel operiert. In experiencing the existential lack, the anxiety which arises from our falling out of our natural integration. Das ist aus der Erfahrung unseres natürlichen Mangels, der aus dem Herausfallen aus der natürlichen Integration aufkommt. A falling which has never actually occurred. Ein Herausfallen, das nie wirklich stattgefunden hat. Because we are falling through space and space is our mother. Denn wir fallen durch den Raum und der Raum ist unsere Mutter. With this loss or lack comes the defensive arousal, which is the excess of our conceptualization, our interpretation, our making sense of what is going on. Und mit diesem Herausfallen oder mit diesem aufkommenden Mangel entsteht die Abwehr, die erregte Abwehrhaltung, aus der wir dann unsere Konzeptualisierung, unsere Begriffe, unsere Vorstellung davon, was vor sich geht, als Abwehr aufbauen. So if we look at this from the point of view of meditation, when we sit in the practice, stuff is arising and passing. Wenn wir darauf vom Standpunkt der Meditation schauen, dann, wenn wir dann sitzen, dann kommt einfach Zeug auf und es ergeht wieder. Sensations, memories,
hopes and fears, feelings and so on. Empfindungen, Erinnerungen, Gefühle, Hoffnungen und Befürchtungen. It's there, but there's no need to do anything with it. Sie sind da, aber es gibt nichts, was man damit tun müsste. But when there is this anxious retraction into a fixed sense of self, Wenn es da aber dieses ängstliche sich zusammenziehen in dem fixierten Empfinden eines Ich passiert, with the retraction there's also the urge for an expansion from the lack to what will I do with this stuff? aus diesem sich zusammenziehen ist auch ein Drang, sich zu expandieren, und die Frage stellt sich, was werde ich denn mit all diesem ganzen Zeug machen? Because reification is a double move. Denn diese Verdinglichung ist immer eine doppelte Bewegung. As I become more solid, so the world also becomes more solid. So wie das Ich mehr fest wird, wird auch die Welt um mich fester. So in Tibetan this is called Kuntutakpi Marikpa, the ignorance of naming and organizing phenomena. Im Tibetischen wird das als Kuntutakpi Marikpa bezeichnet. Das ist die Unwissenheit oder Ignoranz, die im Benennen und Organisieren von Erscheinungen beruht. So it's as if I'm drowning and the ship has gone down, and floating on the surface are bits of chairs and all kind of stuff from the ship, and I grab onto one bit and it holds me for a while, then I grab onto another. Das ist so ein bisschen wie wenn man am Absinken wäre. Das Schiff ist bereits schon versunken, aber es schwimmt noch eine Menge Zeug auf der Seeoberfläche, irgendwelche Stuhlreste und sonstiges Zeug. Und wir halten uns an einem Stück von diesem Abfall fest, und das hilft uns für eine Weile, und dann müssen wir was anderes ergreifen. Each bit of flotsam supports me for a short period of time. Und jedes Stück von diesem flottierenden Zeug unterstützt mich für eine gewisse Zeit. But then I need another and another and another. Und dann brauche ich ein anderes, wieder ein anderes, wieder ein anderes. And so one's always on the move in a dynamic way. Und so ist man dann immer sozusagen in Bewegung, in einer dynamischen Weise. When we see the emptiness of all phenomena, Wenn wir dann aber die Leerheit aller Phänomene sehen, it's quite critical. Because it means there's nothing to grasp. das ist sehr kritisch, denn das bedeutet, dass es nichts gibt, woran man greifen könnte. It's impossible to recognize that unless you simultaneously recognize and there is no grasper. Und es ist unmöglich, das zu erkennen, wenn man nicht gleichzeitig erkennt, dass es auch keinen Greifenden gibt. When the grasper is still alive and well, the absence of something to grasp simply gives rise to a terror. Wenn der Greifende selbst am Leben und sozusagen gesund ist, dann ist das Fehlen von etwas zu greifen nichts anderes als der Grund für Terror. This is very familiar to us from the Gothic genre of literature. Das ist vertraut aus dem gotischen Genre der Literatur. Something unnatural, unheimlich, suddenly you can't, there is a displacement, you don't know what to do. Irgendetwas Unnatürliches, Unheimliches erscheint und wir sind einfach nur in Panik und wissen nicht, was zu tun ist. So, in the meditation, we work on the subject and object together, relaxing subject, relaxing object, relaxing subject, relaxing object. In der Meditation arbeiten wir an Subjekt und Objekt zusammen. Wir entspannen das Objekt, wir entspannen das Subjekt, wir entspannen wieder das Objekt, wieder das Subjekt. Because the subject and the object are both the natural radiance of the mind. Denn beides, Objekt wie Subjekt, sind nichts anderes als die natürliche Strahlung des Geistes. They're not bad things. There are no things. Sie sind nicht schlechte Dinge, sondern sind überhaupt keine Dinge. You don't have to get rid of the self. The self is an illusory formation. Wir müssen nicht das Selbst loswerden, denn das Selbst ist eine illusorische Formierung. Reification is an activity, a defensive activity. Who is it defending? It's defending the one created by activity. Das Verdinglichen selbst ist eine Aktivität, und zwar eine abwehrende Aktivität. Und wer wird verteidigt? Wer wehrt sich? Das ist derjenige, der selbst wiederum nur durch Aktivität erschaffen wurde.
That is to say, the illusion of the self protects itself by manufacturing more illusions to hang on to. Dann in Worten, die Illusion des Selbst beschützt oder schützt sich selbst, indem sie noch mehr Illusionen kreiert, indem sie all die Dinge, die sie halt produziert, erschafft. And this is the difference, you could say the difference between samsara and nirvana is the difference between a game and play. Man könnte sagen, das ist der Unterschied zwischen Samsara und Nirvana, das ist der Unterschied zwischen... At the moment we have the World Cup. What would you say in English? Game and play, it's a little bit... Vielleicht zwischen einem Spiel und einem Schauspiel. Okay, well, we'll come back to it. But I'll describe it more precisely. But at the moment we have the World Cup. Im Moment haben wir zum Beispiel diese Fußball-Weltmeisterschaft. We have grown men who are paid a huge amount of money to run around the field kicking a leather ball. Wir haben da also erwachsene Leute, die einen Haufen Geld verdienen dafür, dass sie auf dem Fußballfeld rumrennen und einen Lederball treten. Some of these people are very good at kicking the ball, some of them have developed great skill at hitting the ball with their head. Manche von ihnen sind sehr gut darin, den Ball mit dem Fuß zu treten, und andere haben eine große Geschicklichkeit darin entwickelt, den Ball mit dem Kopf zu treffen. And each nation is very proud of its glorious sons who have developed these high capacities. Und jede Nation ist sehr stolz von ihren glorreichen Söhnen, die diese hochentwickelten Fähigkeiten haben. It's very important. Das ist sehr wichtig. Success is marvelous. Erfolg ist wunderbar. Failure is terrible. Und Versagen ist schrecklich. Something is at stake. Irgendetwas steht da auf dem Spiel. National pride. Der Nationalstolz. Our value as a nation depends on the fact that the mothers of our country have produced from their own loins these glorious sons who can kick a leather ball. Unser Stolz als Nation hängt davon ab, dass die Mütter unserer Nation aus ihrem eigenen Schoß diese wunderbaren Jungs produziert haben, die jetzt auf wunderbare Weise diesen Lederball kicken können. This is a game in the English notion of it because it has rules and it has the investment of value, which is continuous. Das ist ein Spiel im Sinne der englischen Sprache, Game, in dem Sinne, dass es ein Regelsystem, ein Regelwerk hat und einen investierten Wert hat, im Sinne von einer Möglichkeit, etwas zu gewinnen. But maybe you remember when you were young and you were 5 or 6 or 7, you're hanging out with some other kids. Aber vielleicht erinnert ihr euch, als ihr jung wart, habt ihr vielleicht, als ihr 6, 7 wart, draußen mit anderen Kindern gespielt. You meet them together on Saturday morning. Man traf sich Samstagvormittag. You say, well, what do we do? Was machen wir? Oh, let's go in the park and climb a tree. Lass uns in den Park gehen und einen Baum erklettern. Then you maybe form into 2 groups and you play some cowboys and Indians or some kind of game. Dann hat man vielleicht in 2 Gruppen sich eingeteilt und hat dann vielleicht Cowboy und Indianer gespielt. But it's not a game like football, it's really just free play. Aber es ist nicht ein Spiel wie der Fußball, es ist wirklich einfach ein freies Spiel. It goes on as long as most people are reasonably into it. Es wird fortgesetzt, solange die meisten der Beteiligten in einem vernünftigen Maße engagiert sind. Then somebody says, I'm a bit bored with this, let's do something else. Und dann sagt jemand, ich bin jetzt ein bisschen gelangweilt davon, lass uns mal was anderes machen. Okay. Warum nicht? And that's what's very nice with small children. They generally say, okay. Und das ist so schön mit kleinen Kindern im Allgemeinen sagen, ja, in Ordnung. That is to say, they invest a transitory formation with some importance and then allow the importance to vanish. Dann in Worten, sie investieren eine vorübergehende Erscheinung mit einer gewissen Wichtigkeit, aber sie gestatten genauso gut, diese Wichtigkeit auch wieder zu verschwinden. So, in that sense, free play in small children is an illusory phenomenon. In diesem Sinne ist das freie Spiel von kleinen Kindern ein illusorisches Phänomen. Developmental psychologists can interpret all kinds of gains which the child gets from play. Entwicklungspsychologen können da natürlich eine Menge von Nutzen, die den Kindern zukommt, durch das Spiel hineininterpretieren. But children don't see that. Aber Kinder sehen das nicht so. When they come home, you say, hey, what were you doing this morning? Wenn sie nach Hause kommen und man sie fragt, hey, was hast du heute Morgen gemacht? Just playing. Einfach gespielt.
Well, what were you doing? We were just playing. Ja, was habt ihr gemacht? Ja, wir spielten einfach. And if you ask any more questions, they think you're stupid. Und wenn man noch mehr Fragen stellt, denkt man, dass man eigentlich ein bisschen blöd ist. Because what does playing generate? Was erzeugt das Spiel? Nothing. Nichts. It is outside the capitalist motive. Es There is no gain, there is no profit. ist vollkommen jenseits des oder draußen von dem kapitalistischen Motiv von Profit oder Gewinn. You do it because you do it, and when it's over, it's over. Man macht es, weil man es macht, und wenn es vorbei ist, ist es vorbei. It's just that. Nur das. It is what it is. It's not for something. It's not a means to an end. It is an end in itself. Es ist, wie es ist. Es ist nicht für irgendwas. Es ist nicht, um irgendetwas zu erreichen, sondern es ist sozusagen das Ziel an sich. Whereas a game like poker is a means to an end. Wenn ein Spiel wie zum Beispiel Poker ein Mittel zum Zweck ist. It is organized around a trajectory of intentionality, of winning and losing. Das Spiel Poker ist organisiert entlang einer Trajektorie von Intentionalität, von Gewinn und Verlust. So, this is one way of thinking, that in our samsaric world we are endlessly caught up in karmic games. Und es ist eine Möglichkeit, das anzuschauen, zu verstehen, dass wir in unserer samsarischen Welt endlos in karmische Spiele verwickelt sind. We take things very seriously, Wir nehmen Dinge sehr ernst, even when they're not serious, selbst wenn sie nicht ernst sind, even when they're ridiculous. selbst wenn sie geradezu lächerlich sind. So sometimes in the hospital I sit with my learned colleagues in management meetings. Manchmal sitze ich im Krankenhaus mit meinen gelehrten Kollegen und wir machen ein Management-Treffen And discuss very important issues, und diskutieren unglaublich wichtige Angelegenheiten, which are a waste of time, die im Wesentlichen eine Zeitverschwendung sind. because there's no money in the system, Es ist ohnehin kein Geld im System and we can't really do anything very interesting. und wir können ohnehin nichts wirklich Interessantes machen. But we talk big words to pretend that actually we're in charge of something. Aber wir reden da mit großen Worten, um vorzugeben, dass wir tatsächlich für irgendetwas Verantwortung tragen. And you have to be part of the game. Und du musst ein Teil dieses Spiels sein. You can't say emperor's new clothes. Du kannst nicht sagen, das sind die neuen Kleider des Kaisers. That would be very impolite. Das wäre sehr unhöflich. So it's a pretense. It's essentially a farce. Es ist eine Vorgeblichkeit. Es ist im Wesentlichen eine Farce. It's like in England we have the state opening of parliament. Wir haben in England diese Staatseröffnung des Parlaments. The Queen comes in a big carriage and everybody stands up. Die Königin kommt in einem großen Gefährt und alle stehen auf. And then she reads out the nonsense words that the government has written for her to say. Und sie liest dann die unsinnigen Wörter vor, die die Regierung für sie geschrieben hat. She is the royal puppet of the people. Sie ist die königliche Puppe der Leute. Just as we are the puppet of social convention, of our culture, of the zeitgeist, of our karma, So wie wir auch eine Puppe der sozialen Konventionen, der Kultur, des Zeitgeists, des Karmas sind. we are entrained into rituals, into formations of behavior, which are devoid of much meaning. But somehow the show must go on. Wir sind eingeübt in Ritualen, in Formen sozialen Verhaltens, in Konventionen, die eigentlich lächerlich sind, aber die weitergehen müssen. Die Show muss weitergehen. So emptiness is a way of taking the seriousness out of manifestation. Und Leerheit ist ein Weg, die Ernsthaftigkeit aus der Manifestation wieder rauszunehmen And seeing that everything is just Maya, it's illusion in play, Maya Lila. und zu sehen, dass alles ein Maya, eine Illusion im Spiel ist, Maya Lila. For example, there's the famous story in the Zen tradition of Bodhidharma, who took the Chan teachings into China. Zum Beispiel gibt es da die berühmte Geschichte in der Zen-Tradition von Dharma, der die Chan-Lehren nach China brachte. And he was invited to see the Emperor of China. Und er wurde eingeladen, den Kaiser von China zu treffen. And the Emperor told him that he had funded many, many monasteries and built many stupas and printed many books. Und der Kaiser sagte ihm, er hätte viele Klöster gegründet, hätte
viele Stupas bauen lassen und viele Bücher drucken lassen. And having listed all his achievements, the emperor asked Bodhidharma, how much karma have I generated? How much virtue and merit? Und nachdem er so seine ganzen Verdienste und Tugenden aufgelistet hat, fragte der Kaiser von China Bodhidharma, wie viel tugendhaftes Karma er erzeugt hat. And Bodhidharma replied, none. Bodhidharma sagte, gar keins. It's empty. Es ist leer. It's an illusion. Es ist eine Illusion. You did it because you did it. Du hast es gemacht, weil du es gemacht hast. If you were present as you did it, if you enjoyed doing it, if it made everyone happy while you were doing it, it is an end in itself. Wenn du präsent, gegenwärtig warst, als du es tatst, wenn du es genossen hast, als du es tatst und wenn deine Taten Freude für andere gebracht haben, dann ist es ein guter Zweck für sich selbst. But of course, if you did it as a means to an end, and your gaze was on the future, while you were doing it, you were not there. Aber wenn du es als ein Mittel zum Zweck gemacht hast und dein Blick sozusagen auf die Zukunft ruhte, warst du, als du es tatst, nicht da. The only place you can be is the here and now, Aber der einzige Ort, an dem du sein kannst, ist das Hier und Jetzt. which is why watching small children playing is very life-affirming. Das ist der Grund, warum Beobachten von kleinen Kindern im Spiel sehr lebensbestätigend ist. They give themselves 100% to what they're doing. Sie geben sich selbst in 100% an das, was sie tun. One of the best things for me on a summer holiday is to be by the beach and see little children with a bucket and spade. Eine der schönsten Dinge für mich in den Ferien ist, am Strand zu sitzen und kleine Kinder mit ihrem Schaufelchen und Eimerchen zu beobachten. And the little feet are running up and down, digging and filling, serious, in a hurry. Die kleinen Füße rennen da rum und sie füllen ihre Eimerchen und leeren sie wieder und es ist alles in Eile und sehr ernst. They build it up and then the wave comes in and washes it down and they laugh and ho 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 and they do it again. Und dann haben sie es aufgebaut, dann kommt eine große Welle, die das wieder wegwäscht, dann lachen sie und dann machen sie es wieder. And we see in them a delight in the performativity of the moment. Und wir können in ihnen diese Entzückung, einfach in dem Ausführen des Moments, in der Performativität des Moments sehen. But we are trapped into the seriousness of our game plans, our intentions. Wir aber sind sozusagen in der Falle der Ernsthaftigkeit unserer spielerischen Pläne. Now, of course, we have to make plans if we're big people, especially if you have responsibility for children. Natürlich müssen wir Pläne schmieden, wenn wir große Leute sind, insbesondere dann, wenn wir auch Verantwortung für Kinder tragen. But we can bring the spirit of play into the planning. Aber wir können den spielerischen Geist auch in das Planen hineinbringen. There's no reason why something can't be an end in itself and a means to an end simultaneously. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum nicht etwas ein Selbstzweck und ein Mittel zum Zweck für etwas anderes gleichzeitig sein kann. For example, if you're cooking. Wenn man zum Beispiel kocht, You're cooking because you're preparing a meal. The actions of cooking, chopping and so on are a means to an end. man kocht natürlich, um eine Mahlzeit vorzubereiten und dann hat man aber gleichzeitig diese ganzen Handlungen des Kochens, Gemüse schneiden und so weiter. But if you're fully present, if you're mindful as you make these gestures, if you feel the shifts in the muscle tension in your arms, if you feel your body turning and stretching and so on, this is an end in itself. You are directly in your aliveness, in your vitality. Dann ist das natürlich schon ein Mittel zum Zweck, aber wenn wir dann gleichzeitig mit uns sozusagen vollkommen im gegenwärtigen Moment sind, wenn wir wirklich fühlen, wie wir das Gemüse schneiden, wie die Muskeln sich anspannen und entspannen, wenn wir unsere eigene Bewegung fühlen und all das, dann sind wir vollkommen lebendig darin und das ist dann natürlich auch ein Selbstzweck. So when small children are playing, the richness and fullness of the moment for them is inseparable from its emptiness. Wenn also kleine Kinder spielen, dann ist die Reichhaltigkeit und Fülle des Augenblicks vollkommen für sie untrennbar von der Leerheit. And again, for meditators, this is important because it points to the nature of time. Und für Meditierende ist das sehr wichtig, denn es weist auch auf die Natur der Zeit hin. If you set yourself as existing outside time, as an observer of yourself,
if you set up a metacognition where you keep an eye on yourself in the process of existence, wenn man sich selbst sozusagen als jemand außerhalb der Zeit errichtet, wenn man sich als einen Beobachter, in gewissem Sinne einen Meta-Beobachter errichtet, der ein Auge darauf hat, was man so im Prozess der Existenz alles tut, then that very displacement means that there is an alienation from yourself as time. und dann bedeutet genau diese Verschiebung, dass es da eine Entfremdung von uns selbst als die Zeit gibt. And that's what you see. When you ask a small child, what were you doing when you were playing, they can't reply because they were time. They were exactly in the moment of the moment of the moment of the moment. Und das ist das, was man sehen kann, wenn man kleine Kinder fragt, was sie taten, als sie spielten. Sie können nicht darauf antworten, denn sie waren genau die Zeit. Sie waren sozusagen im Moment des Moments des Moments. In order to have a recall, you have to have a degree of separation from what you are recalling. Um eine Erinnerung zu haben, eine Wiederaufrufbarkeit zu haben, muss man eine gewisse Trennung von dem schon einführen, was man gerade dann wieder aufrufen möchte. And we learn to do this in school. So if you're reading a novel for pleasure, you dissolve into it, and afterwards you might not know much about it. But if you're studying that same novel for an exam, you stand in relation to it, and therefore you can say something about it. Wir lernen das natürlich in der Schule, wenn wir einfach einen Roman zu unserer eigenen Freude lesen, dann lösen wir uns gewissermaßen in dem Roman auf und hinterher können wir vielleicht nicht einmal sehr viel über dieses Buch sagen, aber wenn wir einen Roman lesen, um etwas darüber sagen zu können, dann können wir das natürlich studieren und haben dann eine ganze Menge darüber zu sagen. Now, you might think, well, it's very important that we are able to say something about our life. Wir können natürlich denken, dass es wichtig ist, dass wir über unser Leben irgendetwas zu sagen haben. But the commentarial quality of our identity is perhaps a red herring, a false root. Aber diese kommentarartige Qualität unserer Identität ist vielleicht nichts anderes als sozusagen roter Hering oder eine Luftwurzel. Because the commentary is never the thing itself. Denn der Kommentar ist niemals das Ding selbst. This is a central point in a lot of European philosophy around Immanuel Kant and so on, that life itself, the Ding an sich, cannot be appropriated through any linguistic formation. Sozusagen der zentrale Punkt in einem großen Teil der westlichen Philosophie, Kant und so weiter, dass sozusagen das Leben selbst niemals angeeignet werden kann und durch eine linguistische, eine sprachliche Formation ersetzt werden kann. And Husserl had exactly that problem when he was developing his phenomenological analysis, that as he tried to peel away the signifiers which were obscuring what was there, you come to a point where you can't say anything, and you're not going to get a job as a philosopher if you can't speak. Und Husserl hatte bei der Entwicklung seiner Phänomenologie natürlich dasselbe Problem, das er feststellte, als er versuchte, sozusagen alle Bedeutungsträger von dem Ding selbst zu entfernen. Er an einen Punkt kam, wo er feststellte, man kann überhaupt nichts mehr sagen. Und wenn man überhaupt nichts mehr sagen kann, dann ist es schwer, einen Job als Philosoph zu bekommen, denn Philosophen, die nicht sprechen. And so, in terms of the five skandhas, consciousness is our mental capacity to develop these narratives imbued with a lot of abstraction. Und im Sinne der 5 Skandhas ist das Bewusstsein, das 5. Skandha, sagen die Fähigkeit, die geistige Fähigkeit, narrative Erzählungen zu entwickeln über uns, die getränkt sind mit Abstraktionen. And so when it says that consciousness is empty, it doesn't mean it doesn't exist, it's annihilated. It means consciousness is functioning, but as play. Wenn es da also heißt, dass Bewusstsein leer ist, dann heißt es nicht, dass es nicht existiert, dass es ausgelöscht worden ist, sondern das Bewusstsein existiert wohl, aber nur als Spiel. Consciousness is a mode of participating that reveals and generates patterns, but which establishes nothing. Bewusstsein ist sozusagen ein Modus der Teilnahme, der
Muster enthüllt und auch erschafft, die aber nichts begründen. There is no substance. Es gibt keine Substanz, There are no truly existing entities. keine wahrhaft existenten Dinge. But how we view the world opens up vistas, opens up forms of experience, Wie aber wir die Welt sehen, öffnet gewisse Ansichten und schafft gewisse Erfahrungen, which we can play with lightly, with awareness, with compassion, mit denen wir dann auf eine leichte Weise spielen können, mit Bewusstheit und Mitgefühl, or which we can wrap around ourselves as protective devices or expel from our world as something toxic. oder aber die wir auch nehmen können, um uns darin einzuhüllen, um sie als Rüstung zu verwenden oder die wir von uns versuchen, als etwas Vergiftetes wegzubringen. Dharma leads us in the first direction, towards a playful appreciation of existence. Der Dharma führt uns in die erste Richtung, in ein spielerisches Würdigen der Existenz. But when we try to hang on to things which are important, serious and special, then we have the heaviness of samsara. Wenn wir aber versuchen, an Dingen festzuhalten, dran zu hängen, die wir für ernst, für wichtig, für speziell, besonders halten, dann sind wir in der Schwere des Samsara. Okay, so we take a break now until 12 o'clock and then we continue with the rest of the text.